Willkommen zurück zu Tales of Arise. Ja, beim letzten Mal haben wir uns die Ergebnisse unseres Tuns gegen den Lord angeschaut. Die Feuertore sind nicht mehr. Und durch eben diese geschlagene Bresche torkelte uns eine bisher unbekannte junge Dame entgegen. Die braucht aber medizinische Vorräte. Und wir haben deswegen nochmal einen Grund, zu Doc zu gehen und wieder Co. nochmal wiederzusehen. Aber erstmal noch ein Gespräch, das habe ich nicht vergessen. I wonder what that girl's deal is. Never imagined anyone would ever come from outside the walls of Calaglia. It's really not that big of a deal. There are more realms out there than just Calaglia, you know. Maybe it sounds normal to you, but I've been behind those walls for as long as I can remember. Of course I knew there was more out there, but it sure didn't feel like it when unscalable walls are trapping you in. I hate to burst your bubble, but the rest of Dana isn't much better. The world's full of lords who are just as bad as Balsef. I know. That girl must have had her reasons for coming over to our territory. Even so, it's nice to see there really is life beyond the walls of Calaglia. It might not mean much to you, but that's reason enough for me to be happy. Das ist also das Mädchen, das von außerhalb der Feuertore reinkam. Die sieht nicht sehr nenäisch aus. Ich frage mich, wo sie herstammt. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind frei. Jetzt müssen wir diesen Ort nicht länger als Versteck nutzen. So, hatte unser Adliger mittlerweile sich Kleidung gesucht oder dauert das immer noch ein bisschen? Ich glaube, das dauert noch. Du siehst nämlich so aus wie eh und je. Aber ich spreche trotzdem mal an. Könnte sein, dass das sich ändert. Nee, okay. Dann ist es mir noch ein bisschen eine Frage der Zeit bei dir. Ich will dich nicht drängen, aber ich will dich auch nicht vergessen. So, wenn wir zurück nach Doc sollen, ja, dann müssen wir den Weg gehen, den ich letztes Mal erst gegangen bin, der nicht zu den Feuertoren führt. Okay, off we go. Da war gerade keine Quest mehr, ne? In dem Gebiet. Nehme ich mal stark an. Wir werden sowieso noch öfter da sein, wenn dann sehe ich es ja, ist ja okay, ne? Wäre ich schon okay. Ja, ihr könnt mir ruhig ein bisschen hinterher trampeln, das ist mir trotzdem egal. Ist doch eine Sackgasse hier, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber wir nochmal ein Erz zum Abbauen. Nimm es mit, was soll's. Ja, das Wasser kam ein bisschen zu spät. Die Wölfe waren, glaube ich, schon verkohlt. Immer ein Eisenstück, das ist ein bisschen Geld wert. Und wer weiß, damit diese ganzen Paralyseheildinger nochmal in den Arsch retten werden. So. Trautes Heim, Glück allein, auch wenn nicht die besten Erinnerungen hier schlummern. Behaupte ich mal. It's so quiet. From now on, no one is going to be whipped or killed here ever again. Na, hoffen wir es, ne? So, Doc. Ich hörte, dass sich die Karmesinkrähen die ganzen Lebensmittel zurückgeholt haben und sie nun an die Menschen verteilen. Ich bin so erleichtert. Hey there, Doc. Who are you? Ach komm. Selbst wenn die halbe Maske weg ist, ne? It's me, Iron Mask. Though these days I go by Alphen. I finally remembered my name. Alphen? I heard that was the guy who brought down Balsef. Wait, you're telling me you're the liberator of Calaglia? Our own Iron Mask? Of all the people. Der olle Eisenmaske, hallo? I told you, I'm Alphen now. And I didn't overthrow Balsef alone. Even so, that's no small feat you've accomplished. And you managed to get your face back, too. That woman with you, the Renin? You know about her? Only what I've heard from rumors. I wasn't sure I believed it, but now I suppose I must. Doc, she... Thank you. You sure you should be saying that to a Renin?
I'm not saying it to any old Renin. I'm saying it to you, young lady. I only helped because it was in my interests as well. Of course, I would imagine as much. But that doesn't change the end result. The two of you defeated Balsef, and now all of us are free. That is a fact. Thanks, Doc. I should be the one thanking you. I'll never be able to repay what you two have done. Anyway, I'm guessing you didn't come here just to catch up. Right. We need your advice. We found a girl who's collapsed from exhaustion, and she needs medicine. Do you know anything that could help? If she's that weak, she may need a nutritional boost. The herbs I have here won't be enough. Können wir irgendwo welche besorgen vielleicht? Oh, have you tried searching Kirt Garrison? No. We passed it on our way here, but... With all the Renin soldiers gone, that place should be empty now. If we're lucky, maybe they left something you can use. Ich bin ja reingelaufen. Hätte gar nicht gedacht, dass wir nochmal dahin sollen, aber in Ordnung. Good idea. We'll take a look. Das machen wir. Kirt Garrison. If I'm not mistaken, that's located off to the side of the railroad tracks. Wherever it is, just make it quick. Ja, aber ich will Ihnen noch zeigen, wo ich früher gewohnt habe. Wenn ich das diesmal darf, mal gucken. Es ist niemand mehr her, der uns schlagen könnte. Jetzt können wir essen und schlafen, wann immer wir wollen. Ich konnte auch niemals hier hoch. Bisher konnte ich noch nie da hochgehen. Wahrscheinlich ist da trotzdem nichts, aber ich will wenigstens mal nachgeguckt haben. Hier ist gar nichts. Schade. Entweder war hier nämlich eine Wache vor, oder es war alles eingestürzt da vorne. Ja, habt ihr jetzt Motivation, die Hütten ein bisschen Chance zu setzen. Verständlich. Äußerst verständlich. Ah, aber hier ist noch was zum Einsammeln. Fleischreste. Na gut. Immerhin. Noch haben wir kein Gericht für Fleisch. Und noch sind Fleischreste auch das seltenste überhaupt, glaube ich, an Essenszutaten. Diese Typen von den Kamesinkrähen verteilen überall Nahrungsmittel. Jetzt müssen wir keine Fässer mehr schleppen, um am Leben zu bleiben. Ich bin das Flammenschwert von Calaglia. Ihr solltet euch lieber für meine hüten, Strahlaugen. Hey, das ist nicht fair. Ich möchte das Flammenschwert sein. Ja, willst du es mal anfassen? Nee, lieber nicht, du. Das sind verkohlte Hände. Wo ist Cole? Hätte ich gerne mal wieder gesehen, den Kleinen. Als alles begann, den Bach runterzugehen, sind die Strahlaugen angeblich durch die Feuertore gestürmt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Gut, dass wir sie los sind, indem ihr mich fragt. Ich hoffe, sie bleiben Calaglia für immer fern. Wir könnten auch Bericht erstatten gehen. Und da kommt die Vergeltung. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir können jetzt überall hingehen und alles tun, was wir wollen. Und das alles haben wir diesen Eisenmasken zu verdanken. Diesem, von dem alle Welt redet. Sie sind fort, wir müssen uns nicht länger vor den Panzersoldaten fürchten. Okay, sonst scheint jetzt aber nicht mehr so viel zu sein. Ich gehe nochmal gleich zu unserer Hütte. Hier vorne ist noch ein ganz kleiner Abschnitt, wo man... doch noch etwas findet. Eine versteckte Truhe. Ein Rezept für Grillfisch. Das haben wir was für Fisch, das freut mich sehr. Hat sich doch echt gelohnt, über hochzulaufen, hätte ich gar nicht mal gedacht. Gegrillter Süßwasserfisch. Der penetrante, erdende Geruch macht das Gericht zu einer Spezialität für wenig empfindliche Mägen. There's no point in reading it unless you plan on making it. Ja, ich habe vor, das zu machen. Kannst du mir glauben. Ich werde versuchen, jedes Rezept mal umzusetzen, wenn ich die Zutaten dafür habe. Ich möchte wirklich etwas gegen all das Feuer tun, aber dazu ist mehr nötig als nur ein bisschen Wasser und Sand, das muss zu löschen. Bist du etwa Eisenmaske? Du meine Güte, du bist noch am Leben. Und unter dieser Maske verbirgt sich ein ziemlich gut aussehendes Gesicht, wenn ich das so sagen darf. Danke fürs Kompliment. Ich hörte, dass du es warst, der die Renea von hier vertrieben hat. Wer hätte gedacht, dass ein Typ wie du eine solche Kraft in sich trägt? I thought I was used to fire by now. Hier haben wir früher genächtigt. Ich bin so glücklich, ich kann nicht aufhören zu lachen. Jetzt, da ich weiß, dass die Renea mich nie wieder schlagen werden. Es ist endlich vorbei. Ja, schade, dass wir Cole nicht wiedergefunden haben. Aber gut. Es war trotzdem super wertvoll herzukommen für das Rezept.
Ein paar Fleischreste haben wir auch gefunden, aber das Rezept war es auf jeden Fall wert. Balsef ist tot und seine Panzersoldaten sind fort. Die Tage, an denen wir unter ihnen leiden mussten, liegen hinter uns. Ja, das alles ist jetzt Geschichte, aber jetzt wird alles besser. Ich verstehe nicht, warum ihr euch so freut. Habt ihr vergessen, dass die Strahlaugen nicht nur Calaglia beherrschen und anders dann noch Lenegis? Ja, die Vorfreude ist wirklich, finde ich, auch ein bisschen zu früh, weil, um Himmels Willen, wir wissen nicht, ob die einfach wiederkommen, ne? Kann mir nicht vorstellen, dass die anderen Lords begeistert sind, das zu hören. Denen ist es wahrscheinlich scheißegal, ob er hier versagt hat. Der Balsef, die Lords scheinen jetzt keine Freunde zu sein. Aber so ein Revolutionsfunke kann überspringen. Und das wollen die anderen vielleicht nicht. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So. Gut, wir sollen jetzt in die Garnison. Und nach medizinischen Vorräten schauen, macht ja auch Sinn. Die haben ja vielleicht auch welche gehabt. Wobei, ich soll gar nicht mehr ganz hoch, ne? Kann das sein, dass ich nur die You look happy. Unterschlupfwege suchen soll, die wir schon mal betreten hatten, die kleinen? Wäre mir lieber, dann muss ich so weit laufen. Do I? I guess I am. Aber wo ist Cole? Getting thanked for everything by someone I actually know? It made it really hit home that we made a difference. That guy's a strange one, though. Doc? I don't think he's that odd. He is, though. He thanked me, a Renan, for helping, despite everything my people have put him through over the years. He's free now. He doesn't have to act nice around my kind. He's not acting. He means it. And like he said before, he was thanking you as an individual, Shion, not just some Renan. That's what makes it so strange. Would you have preferred he yelled and threw rocks at you? I'm not saying that, it's just hard for me to understand him. Okay, off we go. Finde Medizin im Wachhaus der Kyrt-Garnison. Aber wir sind doch jetzt in der Kyrt-Garnison, ne? Ach, das ist das Wachhaus. Okay, ich wollte kurz sagen, es gab aber zwei Bereiche, den hier und den hier. Aber der ist ja schon so leicht umrandet, da sollen wir hin. Willst du wirklich alleine gegen uns kämpfen? Ja, nee, ganz ehrlich, das tue ich dir gar nicht an. Du hast eh keine Chance. So, Fische nehme ich jetzt gerne mit. Wir haben ein neues Gericht gelernt. Ich freue mich schon, das bei nächster Gelegenheit mal zuzubereiten. Oh, ich mache mir mal platt, damit ich hier in Ruhe noch Pfeffer mitnehmen kann. No choice. These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Das war gerade ein Teil des Windangriffs im Barely Neues. a blip on our radar. Sah imposant aus. So, hier war noch was mit Abbauen. Die beiden steht mir auch im Weg, also kommt. Right, here goes. Take this. There, go. Severing wind. Demon Fang. Wind. Ich meine, der Windhieb ist eigentlich ganz This could be cool. useful. Aber solchen elementaren Griffen überlege ich immer. Es gibt natürlich Gegner, die schwach dagegen sind, und da ist es auch super cool, sowas zu benutzen. Aber es gibt auch immer Gegner, die stark dagegen sind. Deswegen ist es meistens einfacher, wenn man einfach nur man schon beschränkte Anzahl an Angriffsoptionen hat, die man einstellen kann, eher die physischen mitnimmt. Aber ich bleibe beim Wind, jetzt ist okay. Und das ist schon in Ordnung. Ich sehe nichts Interagierbares, aber vielleicht müssen wir uns einfach nur ein bisschen umschauen hier. Da. Ein perfekt für uns gepacktes Säckchen, ne? War nett von den Renäern. Think this is it? How would I know? It matches the description we were given, at least. No use standing around here hemming and hawing. Let's take it back and see. Ich gehe natürlich davon aus, I ich hope komme da you're mal rein. right. There's no way I'm coming all the way back here. Auch wenn sie jetzt nicht so tun, als ob sie Just to be reinguckt hätten. safe, I think before we head back to Ulzebek, we should maybe have Doc double check this is the right stuff. All right, but let's make it quick. Aber es ist schon ein bisschen witzig, darüber nachzudenken, dass sie jetzt gucken, ist das, was wir brauchen? Der Beschreibung nach ist es ein Säckchen, das passt. Ja, Säckchen, ja.
Hier geht's gar nicht lang, ne? Ich muss also wieder hinten rumlaufen, wie nervig. Naja, egal. Da geht's nicht lang, oder? Oder führt das auch wieder die Straße? Das führt auch wieder die Straße. Dann nehme ich alles zurück. Müssen nur vielleicht die Gruppe eben platt machen hier. Out of our way! You're mine! Severing wing! Start up! Do it! You're mine! Together, that wasn't even a problem. So, dann wollen wir mal die Vorräte vorzeigen. Vom Dock überprüfen lassen. Did you find anything useful? We think this might work, but we wanted you to take a look at it first. Let's see. Ah, this stuff. Yes, this'll work. I'd hurry over and give it to the girl right away. Right, then we'll do that now. Are you and that young woman planning to stick together moving forward? Yeah, I think so. I see. You know, I think things just might be starting to change. What do you mean? I'm not sure of that myself, but I feel like after being stalled for a long time, the gears of progress are finally starting to turn again. I imagine people are going to have things to say about the two of you, but you simply keep doing what you feel is right. If you ever get tired and need to rest, feel free to come back here. Until then, take care of yourself. Danke, Doc. Ich glaube, wir werden dich nicht wiedersehen, oder? Also nicht, dass irgendwas passiert, um Himmels Willen, sondern ich glaube, es wird keinen großen Grund geben, hier zurückzukehren. Das ist ein bisschen eine Verabschiedung. Thanks, Doc. Aber ich hätte gerne noch Tschüss zu Cole gesagt. Ich habe keine Ahnung, wo der abgeblieben ist. So, hier ist auch kein Nebenquest jetzt aufgetaucht. Ja. Ich gehe noch mal hier hoch. Schau mich nur mal kurz da oben um, ob Cole hier irgendwo ist. Aber sonst, keine Ahnung. Vielleicht kommt er noch mal, wenn wir gehen. Versammelt euch, Leute. Ich habe hier die Waren, auf die ihr alle gewartet habt. Großartig, wir müssen nie wieder Brennstoff abbauen, damit die Renäer ihn benutzen können. In all den Jahren habe ich niemals gedacht, dass ich diesen Tag noch erleben würde. Danke. Ich danke euch beiden so sehr. Keine Ursache. Gut. Dann gehen wir zurück. Wird Zeit, diesem Mädel zu helfen. Ein Mädel, was mir nicht ganz unbekannt ist, sondern das Intro gesehen hat. Das haben wir gesehen. Wir hatten ja 2 Intros, also dasselbe 2-mal. Ich wusste nicht, dass es im Spiel nochmal kommt. Ich meine, die Tales of Intros sind ja mehr oder weniger berühmt. Sag ich mal. Die haben ja immer diese Intros. Manchmal würde ich mir wünschen, die gar nicht zu sehen. Weil die so ein bisschen spoilern für mich. Was Charaktere angeht und Relevanz von Charakteren so ein bisschen. Aber gut, schlimm ist es nicht. Aber dieses Mädel ist mir da wohl auch aufgefallen. Ich schau mal vom Weiten, ob seine Kleidung sich verändert hat. Ich bezweifle es aber sehr stark. Oh Gott. Sollte ich rasten? Es gibt kaum einen Grund, ne. Kostet mich nichts, ich weiß, aber... Machen wir jetzt mal das hier. Sie braucht die Medizin dringender. Is this what you asked for? Perfect. That'll do nicely. I had a feeling you'd come through for us. With this, the little one should be right as rain in no time. I can't believe it. Not often we get visitors from Cislodia around here. Cislodia. Cislodia? Calaglia's neighbor. One of the 5 realms. What with that wall in the way, I guess it's not surprising. But I've never actually met someone from the outside world before. Up till now, the only time the gates ever opened was to let Renan convoy units in and out. No one ever thought to stow away and hitch a ride out? This place might be a living hell, but when next door is a living hell too,
you start thinking it doesn't matter much one way or the other. So you're Rinwell, and you're with the Cislodian resistance known as the Silver Swords. Your organization sent a group of you to establish contact, but you're the only one who made it through. That sound about right? Lately, our people's oppression has become more and more severe. When we heard rumors that you had staged a successful rebellion in Calaglia, we hoped that maybe you could help us. News sure gets around quickly, huh? If you ask me, it's awfully convenient she just happened to show up now. Certainly raises a lot of red flags. Please, I swear it's true! My people are dying! I risked my life trying to get here so I could find help. It's okay. You did well. We'll take it from here. Hold on, Zephyr. You're not really thinking... We'll join her. Alphen, start getting ready. I let you use the blazing sword, and we worked together to overthrow the lords. That was the deal, remember? Wait, is that a Renin? What is this? Take it easy. It's complicated, but she's on our side. She helped to find some medicine for you. She did? But no, she's a... I can't believe it. The Renins from other realms could attack at any time. That's for you all to worry about. I've got bigger fish to fry. That sword of Alphen's is our best weapon. We can't just go lending him to other lands. Even if you keep him here, the blade's as good as useless without me on board. And what makes you think I can't persuade you, Bright Eyes? What makes you think you can? Last I checked, you couldn't even touch me. Enough! Alphen, what do you want to do? I know all too well the hardships the slaves of this realm had to endure. That's why I took up the sword. To help them. If Danans are being oppressed in other realms, then I have to help them too. Nath has a point. We can't discount the possibility of further attacks, but now our struggle has grown. It's become much larger than just liberating the people of Calaglia. We can't be in two places at once, Zephyr. True, which means we're limited in our options. We play this the same way we did with Balseph. I have a bad feeling about this. You and me both, but it's too late for regrets. Geez, really? You don't say. So, you're really going, huh? Just the four of you? Afraid so. Look after the place while we're away. Always the smooth talker. We'll do what we can to hold down the fort. We've got the Renins to keep us busy. Good luck. Just remember... Yeah, don't go killing anyone without good reason, I get it. I'm not about to repeat what they did. Let's move, people. Hätte ich gar nicht mal erwartet, dass Zephyr jetzt mit uns kommt. Ich meine, ich mag Zephyr. Aber ich glaube, er wäre hier wichtiger gewesen, dass er hier bleibt. Sorgt doch nicht um uns. Wir können hier schon die Stellung halten. Aber vergesst nicht, uns ein paar hübsche Souvenirs mitzubringen, ja? Ich weiß, wie dringend unsere Nachbarn Hilfe brauchen. Aber ehrlich gesagt wäre mir am liebsten, wenn Zephyr hier bleiben würde. Ich glaube, das wäre auch echt klüger. Auch wenn Zephyr sich entschieden hat, macht er keinen Rückzieher mehr. Ich versuche gar nicht erst ihm auszureden, mit euch zu gehen. Kümmert euch auf euren Reisen gut um euren Körper. Der Weg zur Freiheit ist ein Marathon, kein Sprint. Was ist aus Cole geworden? Ich habe ihn nie wieder gesehen. Na gut,
Okay, wir sind immer noch nur zu zweit. Also ich gehe mal davon aus, also Sapphire ist ja dabei und kämpft mit uns. Ich denke mal, sie kann aber auch kämpfen, oder? Wenn ich raten müsste, von ihrem Aussehen her, von ihrem generellen Design, sieht sie nach jemandem aus, der eher so magisch arbeitet. Speichern wir erstmal. Der Skillbus hätte ja nochmal gerastet, ne? Aber was soll's. Wir sind anscheinend voll geheilt worden für diese Reise. Der Buff ist noch ein bisschen am Laufen und vielleicht finden wir auch möglichst bald eine Feuerstelle. Mal gucken. Erstmal schauen wir mal, wie die Welt hinter diesen Mauern aussieht. Ausweg aus dem Teufelskreis. Do you think we'll really be able to wipe the Renans off the face of Dana? Who said anything about doing that? But we have to in order to survive. Don't we? Now that you have the blazing sword, and have shown that we really can win this fight, do you really think we should go around killing every last Renan? But what else are we supposed to do? Say we go around killing Renans, so they don't kill us first. In turn, that'll just make more and more of them want to kill us. Where does it end, once you enter such a vicious cycle? Is that why you told Grenar not to kill any Renans without a good reason? I'm not saying we should forgive and forget what they've done to us. But we can't let ourselves be dragged down by our own hatred either. Hatred comes in many forms. There's no one solution that will work in every situation. We have to keep searching for new ones if we're going to survive. It's a lifelong journey, finding the answers. That goes for you too. You have to come up with your own answers. Er ist so ein Charakter, bei dem ich immer befürchte, dass er irgendwann stirbt. Das ist ein klassischer Fall von so einem Charakter. Aber wir haben noch ein Gespräch. Hey, Zephyr. Why do you keep fighting? What do you mean? Until I met you and the Crimson Crows, all the Danans I ever knew just accepted their lot in life as slaves. Hell, even I was like that. But all of you in the Resistance are different. Even when you have no hope of winning, you keep on fighting. Why is that? Come on, that's an easy one. I just refuse to live life as a slave, that's all. Better to die fighting for freedom than to live as a slave, huh? Let me ask you a question, Alphen. What does it mean to you to not be a slave any longer? I guess it means living a life not being ruled by the Renans, right? But what about the Danans who died standing up to the Renans? Are they still slaves? Would they be truly free if all they did was follow my orders and die without knowing what it was they were doing? But that's... Being a slave isn't just a position. It's also a state of mind. Don't become my slave, Alphen. Das Meer. Wenn man denkt, dass du keine Erinnerung mehr hast, ist das wohl das erste Mal, dass du das siehst, oder? Okay, hier haben wieder multiple Wege, die wir gehen können. Aber das hier scheint eine Sackgasse zu sein. Also gehen wir jetzt mal hier lang und schlagen euch eben zu Klump. Normally I don't pick on the weak. Severing wind! One final push! Right! Give them all we got! You're surrounded! Guess we gotta roll with it! Stardust! Mirage! You're mine! Das Problem ist, ich hätte wirklich gerne nochmal gegen den Lord gekämpft. Ne? I'm sure I can put this to use. Ich hatte das richtig bereut, als ich da gespeichert hatte und dann überschrieben habe, weil diese Kämpfe fordern nicht von mir auszuweichen und wenn man nicht wieder richtig hart ausweichen muss. Some kind of castle? Yeah, one that belongs to a different lord than Balsef. Right, that makes sense. You said there were 5 of them in all, right? Right. We've still got a lot of work ahead of us. Unser nächstes Ziel vielleicht bereits. Aber ja, ich habe das Gefühl, dass ich wieder einrosten werde, also nicht mal wirklich dazu kommen werde, das gut zu lernen, weil bei den meisten muss ich das gar nicht machen. Aber ich finde es sowieso auch schwerer, Bestien auszuweichen. Vor allem, wenn es mehrere sind. Safran, haben wir schon mal aufgehoben. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir den Text nochmal bekommen haben. Da hinten ist also ein weiteres Castle. Welches Element bedienen die sich wohl?
Blitz oder Wasser? Sieht so ein bisschen bläulich aus, ne? Im Umfeld nachdrücken könnte es Wasser sein, aber das heißt ja nichts. So, da unten ist noch eine Truhe. Guess I misread the landing. Solange du nicht ganz runterrollst und dann hier runterstürzt, das könnte dann wirklich eventuell enden. Ein Trank des Lebens. Ja. Ich glaube, die werden wir noch häufig brauchen. Ist auch krass, dass man die auch benutzen kann, ne? Also, wenn man am Boden ist. Das war ja auch eigentlich für mich wissend früher nicht so, in den älteren Spielen, die ich gespielt habe. Da musste ja auch jemand diesen Trank noch benutzen. Aber hier kann ich sozusagen verwenden, wenn ich am Boden liege. Das ist ziemlich praktisch. Okay, weiter geht's. Die Reise geht weiter. Ich hoffe, wir Rinwell, finden... right? It's nice to meet you. Does that little white animal follow you everywhere? He's not a little white animal. His name's Hootle, and he's a baby owl. And he's the only friend I have. Hudel, okay. Sackgasse, dann gehen wir da rein, machen die Bienen eben platt. I'll take you all on. Damn it! Still got some energy left? Need you out? Glad to hear it. And that flyer. These are all you, These kiddo. little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Pathetic. Durch den großen Wirkungsbereich dieses Windangriffs ist ja ziemlich praktisch gegen diese Fluggegner, muss ich sagen. So ein großer Stein. Der ist auch neu. Almandin-Masse ist nicht neu. Halt schon mal. Das kann innere Feuerkräfte entfesseln. Ja, haben wir, glaube ich, schon mal gefunden, meine ich. Damals in diesem Schloss von ihm. Und Balsef. Habe ich gerade was nicht aufgehoben hier? Kartoffeln nicht aufgehoben? Wie konnte ich nur? Sünde. Und der Jungs. Out of our way! Win. They got me in the sun. On it. Mirage coming. Great. On to the next. Roger that. Show me what you can do, kiddo. These little ones are hardly worth our time. Less talking. Cut them apart to your heart's content. Another notch in the old belt. Keep them coming. You like that taste of freedom, kid? I think I could get used to it. Get Demon lost! Fang! Try harder! Here I come! I'll take you all on! These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Cut them apart to your heart's content. Our work is done here. Let's move. Ich bin mir nicht sicher, wie gut ich Dämonenzahn in diesem Spiel finde. Ich habe das Gefühl, ich brauche das gar nicht so schnell, wie ich bei Gegnern bin. Aber wir werden wahrscheinlich noch so viel Techniken lernen. Ich werde so oft Techniken austauschen müssen. Da mache ich jetzt mal nicht verrückt mit. What's gibt's, got you Hootle? so worked up, Hootle? Oh, andere Eule. Is that? Dann müssen wir helfen. Watch out! They know we're here. Flying Zoogles, huh? This is going to get interesting. They're nothing I haven't seen before. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Shion! I'll shoot them down, you finish them off. Got it? Knock a flying enemy out of the sky, and it's as good as done. Right. I'll see what I can do. Mirage! Take this! Demon Fang! By the power of water! What was it those Zoogles were attacking just now? Is that? What? It's nothing. I only helped because it was convenient. We couldn't have moved forward without clearing out those Zoogles. I don't know what's got you ticked off at me this time, but I suggest you keep your hands away from me. No one asked you to help. Rinwell, she healed its wounds. She's not trying to hurt it. How can you be so...
look like they're talking to each other. He's probably happy to see another owl. I don't think Hoodle's ever met one before. Ich habe schon einige He might have getroffen. been wondering if he was the only one. Oh. Oh. You just barely got to say hi. At least we know it's out there. I'm sure we'll run into it again somewhere. Yeah, I'm sure we will. Right, Hoodle? Hudel, ich kann dir versichern, That wasn't even a problem. ich habe schon viele Eulen gesehen. Wir werden bestimmt noch wesentlich mehr sehen. Mach dir keine Sorgen. So, weiter geht's. Oh, neues Gespräch sehe ich gerade. I'm always impressed how good of a shot you are, Shion. What do you mean? Just that all I'm good for is throwing myself at things with all my might. By comparison, your way is more... how do I put it? Precise. It's not like I'm that good of a... Look, that's just how it is with guns. If you miss, it's a wasted bullet you can't get back. Is that why you're always aiming to exploit enemies' weak spots? I wouldn't say every shot is that deliberate, but that is part of it. For example, if I see a flying enemy, I'll often go for their wings. Also, if I see a jumping enemy without wings, I know they're an easy target because they can't get out of the way while in the air. In your case, I bet it's easier for you to deal with enemies that stay on the ground, right? Definitely. Things that can fly circles around me are a real pain to deal with. Exactly. It's important to keep your enemy's movements in check. True. Although your shots have the added benefit of stunning enemies, so it's easier to swipe materials from them. It's really helped out. It's nothing, really. As long as you keep doing your part when we fight, I'd say we're even. Das ist aber keine relevante Spielmechanik, die gerade kurz angerissen wurde, oder? Ich denke mal nicht. Ja, ich mag auch keine kleinen Gegner, die einen umschwirren. Wer mag sowas schon? Niemand. Deswegen, wie gesagt, ich bevorzuge definitiv eher die etwas größeren Klöpse, die man auch vernünftig bekämpfen kann. Da ist ein Rastplatz, das freut mich gerade sehr. Wanna take a break? Aha, ich hab's ja schon gewusst, ne? Rastorte werden es öfter Händler haben, aber erstmal sagen wir noch Hallo zu der neuen Eule da. Wenn du Schuhu vernimmst, kann eine Eule nicht weit sein. Halte an unsichtbaren Stellen wie im Baumkronen oder selbst in Körbchen nach ihnen ausschauen. Wenn du eine deckt, nähe dich ihnen und untersuche sie. Jo, das machen wir doch jetzt. Jetzt bekommen wir eine Brille scheinbar. Brille mit Rahmen. Mit der der Träger sehr ernst aussieht. Aha. Das sehe ich gerade auch sehr ernst aus. Ich glaube, ich sehe sowieso I'm meistens sehr surprised ernst there are aus. owls here, too. Yeah, there are more of them around than I thought. Okay, gucken wir doch mal eben. Also so eine Brille müssen wir kurz aufsetzen. Einfach nur mal zum Spaß. Ja, die passt ja wie angegossen. Nicht. Bei ihr sieht es schon passender aus. Was soll's. Wenn ihr vorhabt, die Grenze zu überqueren, stellt ihr sicher, dass ihr vorbereitet seid. Was verkaufst du denn? Auch nur Apfelgelee und Trank des Lebens. Ich kann nur 15 haben, deswegen will ich nicht für 5 auffüllen. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn ich mal versuche, mindestens 10 davon zu haben und 5 freilasse für irgendwelche Sachen, die wir finden. Ich würde aber schauen, dass ich eben die... Oh, die Gusseisen-Hundemarken sind auch zu verkaufen. 1400 kriege ich dafür. Für Eisenstöcke 4-mal und Gusseisen-Hundemarken. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt auch einfach häufiger Sachen, die ich verkaufen kann, ne? Dass wir langsam so ein bisschen in Geld kommen. Ich denke nicht, dass du krassere Sachen und Waffen machen kannst. Nein, hätte mich auch sehr gewundert. Trotzdem danke für deine Dienste, du hast immer ein bisschen was angekauft, ne? So, jetzt wird Zeit, ein bisschen Fisch zu snacken, aber vielleicht haben wir auch die ersten Lagergespräche jetzt, wo wir einen weiteren Charakter dabei haben, beziehungsweise 2 Charaktere sogar dabei haben, die sonst nicht dabei sind. Gucken wir mal. What are you staring for? Do all Danon fighters look like you? What, this getup? I pulled this number together from scrap and parts I salvaged throughout the years. Though now I'm feeling self-conscious, seeing how put together you seem to be. Oh no, I was just curious. Did you fortify your right side more because that's your dominant side? Partly, but mostly because my body's a little worse for wear after all these years fighting. That makes sense.
So you take extra care to protect your dominant side with more armor. Smart. Is fighting all you think about? Was für ein unnötiger Kommentar von dir, Madame, wirklich. Er hat sich einfach nur im Gespräch beteiligt, was dazu gesagt. Du hast die Frage gestellt. Naja, egal. Gut, anscheinend keine extra Gespräche, aber rasten können wir mal fein. Wird Zeit, den Grillfisch mal auszuprobieren. Gegrillter Süßwasserfisch, der penetrant erdende Geruch machen das Gericht zu einer Spezialität für wenig empfindliche Mägen. Ja. Wir haben bisher noch nie Gewürze benutzt, ne? Also ein bisschen Salz für diesen Fisch bestimmt gut tun. Ich gehe mal davon aus, wir haben einfach immer Salz dabei. Wenn wir überall hier Salz drüber streuen können, schmeckt gleich viel besser. Das wird gar nicht mal so lange, ne? Nur 5 Minuten und ich habe keinen Spezialisten dafür. Es halt KP nachkämpfen. Das ist ehrlich gesagt nicht so geil wie... Das war immer nur KP, wa? Das war auch keine HP hier. Habe ich dann damals wahrscheinlich falsch gelesen. Na gut, es ist trotzdem nicht verkehrt. Und ich will es auf jeden Fall mindestens einmal zubereitet haben. Das kostet auch nur einen Karpfen. Wir machen anscheinend aus einem Karpfen 2 Karpfen. Das ist Zauberei. Well, off we go. Ja, aber erst beim nächsten Mal. Ich freue mich schon auf das, was uns bevorsteht. Ich hoffe, nichts allzu Schlimmes, aber ich habe Bock, langsam mal so ein bisschen in die Welt hinauszugehen und noch mehr vom Spiel zu sehen. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.